Das ist Salvatore. Salvatore, macht mal dieses Moped an. Mach's mal bitte an, denn es startet so phänomenal, dass man denkt, man wäre in einem Science-Fiction-Film. So kommt es mir zumindest vor. Es ist alles Full LED. Es ist von der Verarbeitungsqualität her der absolute Mega-Oberhammer. Und das ist ein 50-Kubik-Roller. Stimmt ja eigentlich auch nicht. Es ist zumindest eine 45 Kilometer Klasse. Es ist nämlich ein Elektroroller. Grüß dich, Salvatore. Hi Sven, ganz genau. Das ist eine Äquivalent 50 Kubik Roller im Elektrobereich. Sowas habe ich noch nie im Leben gesehen. Es heißt Horwin, heißt das Ganze. Es ist vom Auftreten her total aerodynamisch. Es ist ein großer Roller, kann man auch schon sagen. Du hast ja relativ viele kleine Roller gehabt, die, ich sag mal, zwar süß waren, aber jetzt nicht so ganz für große Leute geeignet waren. Du bist. Ich hab für jeden was dabei. Du hast für jeden was. Ich habe für jeden was. Die habe ich nach wie vor, die kleineren natürlich, aber da passen auch große Menschen drauf. Jetzt der Horwin, der ist halt eben richtig bullig, groß. Ja. Da passen halt eben auch 2 Personen drauf, ja, ohne weiteres. Und der macht schon etwas daher. Ne? Krass, also er hat ein riesen Display mit drin, was man da kann ich jetzt auch mal zeigen, wie das startet, wenn ich es anmache. Kleinen Moment. Und zwar, da ist jetzt noch die Folie drauf, ne, wie man sieht, hier ein Farbenspiel. Ne. Hier sieht man auch im Rand diese Farbe. Je nachdem, wie schnell man fährt, verändern sich halt eben die Randfarben. So, ich zeige es mal gerade. Es macht einen extrem stabilen Eindruck. Es fängt schon an bei der Bremsscheibe für einen 45er. Die ist schon richtig dimensioniert, oder? Das ist schon ordentlich, das stimmt. Da sieht man halt eben schon, dass da was dahinter steckt. Ne? Hinten Trommel, oder? Nee, vorne, hinten Scheibe. Vorne, hinten Scheibe. Warte, ich zeige es mal gerade. Vorne hast du natürlich Gabeldämpfer, hier Full LED, Beleuchtung hinten. Dann 2 Federbeine hinten. Da nochmal die Bremse, die ist nochmal verdeckt, dass das Ganze auch nicht zu sehr verschmutzt wird. Du hast einen Piepser eingebaut, das finde ich immer geil. Hatte ich früher in den 80er Jahren, bei meiner 80er hatte ich so einen Piepser mit drin an der Ampel. Der war aber viel lauter, muss ich sagen. Ja, also heutzutage ist es sehr selten, dass man das halt eben noch hat. Ne? Das stimmt. So, wie schnell fährt denn das? So um die 50. Hast du verschiedene Fahrmodi? Fahrmodi, ja genau. Da haben wir halt eben den ersten, zweiten, dritten. Im ersten fahren wir um die 20, im zweiten fahren wir um die 30 und im dritten sollten wir dann die 45 haben, beziehungsweise 45, 48. Das ist auch wichtig für die Reichweite. Man kann das durchschalten wie Gänge quasi. Das heißt also, du kannst im normalen Stadtverkehr zum Beispiel 1 schalten, dann, ich glaube, die Reichweite ist dann erheblich höher, oder wenn du nicht so schnell fährst. Ja, ist ja wie beim Auto. Ne? Umso langsamer du fährst, umso weiter kommst du. Ja? Hier ist es tatsächlich so, wenn du im ersten Gang in der verkehrsberuhigten Zone fährst, 10 km/h, verbraucht halt eben auch weniger. Ne? Bei 30 genauso und bei 45 verbraucht halt eben das meiste. Guck mal. Klar. Ein Tempomat hat er auch? Tempomat hat er auch, genau. Echt? Hat er echt? Der ist voll ausgestattet, ganz genau. Warte, ich gucke mal gerade da unten, weil wir sind genau an dem Kipppunkt von meinem Gimbal, dass man das sieht. Da unten, was ist das rote? Warnblinker? Das rote ist ein Warnblinker, genau. Mach mal an. Boah, ist das scharf, das Teil. Ja, es gibt es als 45er und als 125er. Unterscheiden die sich wesentlich eigentlich, die beiden? Von der Geschwindigkeit und vom Motor. Von der Größe sind sie gleich, genau. Scheibenbremsen, Federung, das gleiche. Da haben wir genau das gleiche, genau. Hier sehen wir ja den 125er hier links von mir als Deluxe-Version. Deluxe heißt was? Der ist halt eben ein bisschen von den Farben her, also die Farben, die gibt es nicht als normale Version. Die Sitzkombination und Grifffarben, die gibt es halt eben nur in der Deluxe-Version. Okay, das heißt, hier wird mir wahrscheinlich der Hintern nicht zu heiß. Wobei das Material, was hier verwendet ist, auch das schwarze Material, kann die Wärme unglaublich schnell absorbieren. Das ist also nicht vergleichbar mit jetzt einem Stein, der heiß wird. Wenn es drauf kommt, hier vorne kannst du Taschen einhängen. Hier haben wir ein kleines Häkchen für Taschen einzuhängen. Hier haben wir ein kleines Fach, das ist mit einem Magnet. Kann man das öffnen. Hier haben wir ein USB, da kriegt man einen guten Handy rein oder was. Ja. Reichweite? Reichweite, da sind wir hier bei der Comfort Range mit 36 Ampere-Stunden, liegen wir bei 100 Kilometer. Lithium? Lithium-Ionen, ganz genau. Kann ich dir gerne mal zeigen. An der Seite hast du übrigens auch Lampen. Warte, ich zeig das mal gerade. Da muss ich was dazu sagen. In Deutschland ist es verboten, die seitlichen Lampen anzumachen. Das heißt, beim Verkauf werden die von mir wieder abgeknipst.
Und das ist ja Schwachsinn. Das finde ich auch Schwachsinn. Weil Also ich weiß das nur, dass Sicherheit. Ja. Krankenwagen übrigens in Deutschland dürfen keine Blaulichter haben, die nach hinten sichtbar sind. Ja, super. Das ist Kannst du dir vorstellen, wenn die irgendwo stehen, da gibt es einen Bericht, habe ich gesehen, also zumindest habe ich das so wahrgenommen, dass die teilweise zurückgebaut werden müssen, was also in vielen anderen europäischen Staaten müssen die so hell wie möglich sein. Ja. Bitte nochmal anmachen, die Seitenbeleuchtung. Heißt, du musst die ausmachen. Die muss abgeknipst werden, genau. Die darf in Österreich, in der Schweiz, darf man damit fahren, aber in Deutschland nicht. Gut, ich lasse das mal so unkommentiert. Da guck mal, hier hinten hast du einen riesen Griff dran. Ich glaube, das hilft vielen Leuten auch, sich festzuhalten. Genau, als Sozius kann man sich da halt eben festhalten. Hier haben wir ja auch die Sozius-Pedale. Die Rasten. Die Rasten, genau, Fußrasten. So, Seitenständer hast du mit dabei, Hauptständer hast du auch. Hauptständer haben wir, ganz genau. Und dann, wie gesagt, zeige ich dir mal kurz. Zentral verriegelt der Sitz. Hier haben wir Das ist ein Teil. dicken, fetten Akku, genau, mit 36 Ampere, über 72 Volt. Also es ist schon ordentlich. Und da haben wir halt eben Platz für einen zweiten. Also müsst immer dran denken, wenn die 36 Ampere-Stunden sind ja ganz wichtig in Verbindung mit der Spannung und 72 Volt heißt, das Ding geht ab wie Schmitz Katze. Also 72 Volt ist die Spannung, ganz genau. Und die 36 Ampere ist halt eben für die Reichweite. So, hier ist Platz für eine zweite. Genau. So, das heißt, du kannst eine Ersatzbatterie, du musst sie umstecken dann? Oder? Die muss man dann umstecken oder vielleicht kriegen wir dann irgendwann in naher Zukunft einen Y-Stecker. Y-Stecker mit drauf. Aber umstecken heißt, ist der eine leer, stecke ich schnell um, dauert ein paar Sekunden, ich fahre quasi die Ersatzreichweite mit. Ungefähr der Preis vom Ersatzakku, oder ist noch kein Preis da? Nee, können wir so gar nicht sagen, weil die Preise im Moment, die schwanken zu sehr, um da jetzt irgendwelche Preise rauszuhauen. Hast du hier vorne ist ein Ladestecker im Akku drin, das heißt, du kannst ihn rausnehmen am Haken, wenn du mal das gerade machst, geht das? Meinst du jetzt den hier oder Ja, meinst du jetzt der den Akku rausnehmen? Oder was Ich nehme an, du kannst es einmal am Fahrzeug laden und einmal direkt am Akku. Genau, also wir haben hier vorne unterm Sitz haben wir einmal die Ladebuchse, wo wir halt eben direkt am Fahrzeug laden können oder halt eben direkt am Akku. So. Also es macht einen extrem wertigen Eindruck, ganz ehrlich. Also es ist das hochwertigste. Ich muss sagen, den letzten, den wir gefilmt haben, den Super Soko, den fand ich schon sehr wertig. Das ist aber was ganz anderes. Also hier hast du ja praktisch so ein ganz futuristisches Teil, aber in einer extrem wertigen Ausführung. Das sind halt eben so die neuen Teile. Ne? Man muss halt eben so ein bisschen aussortieren, ja? Was die Kunden wollen, worauf die Kunden halt eben im Endeffekt abfahren. Und es ist halt eben Qualität, wo wir halt eben wollen. Ne? Ja. Du kriegst in Fernost alles. Also wenn du bereit bist zu bezahlen, kriegst du von Top-Qualität bis, ich sag mal, ganz einfach der letzte, ich sag's mal lieber nicht, aber das geht. Und das hier ist schon Preis-Leistungs-Verhältnis wirklich toll, oder? Ja, also ich finde Horvin definitiv, der ist irgendwo Europa bzw. weltweit an der Spitze mit Super Soko, denke ich schon. Ne? So, und wir können mal gleich mal noch zwei andere Sachen zeigen. Es sind weniger Spielereien. Ich habe immer so Angst, wenn das Ding angeht, fängt an zu blinken und zu machen und zu tun, dass das irgendwie ein bisschen ablenkt von der Qualität. Aber hier sagst du, das spielt keine Rolle, das funktioniert alles. Das funktioniert, definitiv. Also qualitativ sind die Fahrzeuge, da lege ich meine Hand dafür ins Feuer. So, wir zeigen mal gerade, das ist der Schlüssel. Da ist der Schlüssel, genau. Ist Alarmanlage, gibt's? Nee, haben wir hier nicht. Ist aber nachrüstbar. Genau, ist nachrüstbar, aber ab der 125 Kubik gibt es die, also EK3, gibt es die Version mit Alarmanlage. So, sehr schön. Also hier steht sie, ist sie verfügbar? Die ist verfügbar, genau. Verfügbar. Dürfen wir mal Preis reden oder gar nicht? Gar nicht. Aktuell wirklich nicht. Also guckt auf die Webseite, ruft an, was gerade da ist. Die Problematik ist, Verfügbarkeit ist ein Thema. Wer welche hat, ist im Moment ganz glücklich, oder? Ja, auf jeden Fall. So. Und du kriegst auf jeden Fall Ersatzteile. Wie sieht es damit aus? Musst du direkt in China kaufen? Gut, im Moment hatte ich tatsächlich bei Anlieferung einen kleinen Schaden und der war innerhalb von 14 Tagen behoben, weil ich da halt eben ein Ersatzteil direkt bekommen habe. Also von daher alles gut. Das heißt, du kriegst sie nicht direkt aus Fernost, du hast einen Importeur dazwischen? Richtig. Ja. Vielleicht noch mal ganz kurz zur Ehrenrettung, wenn viele Leute kommen und sagen, naja, die wird jetzt in Fernost gebaut. China, da gibt es eine Fabrik von Tesla übrigens, da gibt es eine iPhone-Fabrik, da gibt es eine... Alles. Alles wird in China gebaut, also hergestellt. Dass die dann kommen und sagen, mein Gott, aber der ist so schick, mach ihn bitte nochmal an. Ich will das da mal blinken sehen. Er ist echt geil. Das Gewicht? Da liegen wir bei, da muss ich jetzt tatsächlich gucken. Guck mal nach. Ich glaube 95 Kilo. 95 Kilo. Das heißt, du kannst die Batterie aber vorher rausnehmen, da wird er noch leichter, oder? 92 Kilo. 92 Kilo mit der Batterie. Mit der Batterie. So, die Batterie könnte ich rausnehmen, da wird er noch leichter. Genau, kann ich dir auch gerne mal zeigen.
Also mir geht es darum, wenn ich jetzt das hochhiefe im Campingbetrieb, Ja. dann kann ich die vorher rausnehmen, dann wird es noch leichter, oder? Ja, ja, auf jeden Fall. Also um die 11 Kilo ist der. Was ist das ein Geschoss? Ja, der ist ordentlich. So, das erinnert mich an meine Lightbee, die Sohn, das ist ungefähr das gleiche Gewicht, bloß halt handlicher. Und das kannst du außerhalb des Fahrzeuges aufladen. Ganz genau. Deswegen ist halt eben diese Ladebuchse. Ja, wir sind in Homburg an der Saar. Das Ganze im Stadtkern von Homburg. E-Mosa heißt dein Betrieb. Salvatore, jetzt bist du über ein Jahr schon? Über ein Jahr und immer noch glücklich. Ehrlich? Ja, definitiv. Freut mich. Ja, du hast dich. Was ich hierzu noch sagen möchte, bei den 50 Kubik ja, gibt es ja auch die THG-Prämie. Also das ist ganz wichtig. Was? Die THG-Prämie. THG-Prämie, das ist ja die Prämie, die man für Elektrofahrzeuge bekommt. Und die gibt es auf diese Fahrzeuge. Verarschen, echt? Nein, das ist richtig. Wie viel? Bis zu 370 € im Jahr. Was ist ein THG? Ja, wenn du ein Elektrofahrzeug hast, kriegst du diese Prämie, diese Quote. Das ist, glaube ich, du verkaufst, glaube ich, CO2, oder ist das das? Richtig, ganz genau, das ist das. Ja. Echt? Ja. Cool. Gibt es jetzt, normalerweise war es ab äquivalent 125 Kubik, aber mittlerweile ist es halt eben so, dass man auf diese Fahrzeuge eine freiwillige Zulassung machen kann. Dementsprechend hat man ein großes Kennzeichen und wir kriegen da diese Prämie Du kannst eine 45 km/h mit großem Kennzeichen fahren. Ganz genau. Ehrlich? Ja. Kann ich das mal im Prinzip auch mit der Soran machen? Das kannst du mit der Soran machen. Echt? Richtig. Im Ernst? Ist so. Kriegst ein großes Kennzeichen und Ein dann. großes Kennzeichen und dann gehst du zur ADAC oder sonst wo, ja, und dann kriegst du diese Prämie. Jedes Jahr. Ich bin sprachlos. Und das ist das Erste, was ich nicht wusste. Die heißt wie die Prämie? THG-Quote. THG. Genau. Und für was steht das? Treibhaus. Gas, egal. Genau. Cool. So, wir sind, darf ich jetzt die Abmoderation machen? THG-Quote, E-Mosa, warte, ich filme mal gerade deine Kappe. Das Ganze ist in Homburg. Öffnungszeiten bei dir? Von 10 bis 18 Uhr, außer Mittwochs ist geschlossen und samstags von 10 bis 14 Uhr. Also Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag 10 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 14. 10 bis 14 Uhr. Und hier steht sie, die Horwin, hat die Namen? EK1. EK1, also 1 € im EK. Da hast du ja viel Geld verdient. Ciao, danke.